Hi, wir sind Kati und Michael. Und das hier ist der Pacific Crest Trail, den wir dieses Jahr gewandert sind. Na gut, das stimmt nicht ganz. Wir sind nur dieses ganz kleine Stückchen in der Wüste gewandert mit gerade mal 200 Kilometer Länge. Das ist also kein richtiges Video zu einem Thru-Hike auf dem PCT. Aber wenn euch interessiert, was man dort in 2 Wochen erleben kann, dann bleibt dran. Nur wenige Meter von unserem Strandspot entfernt fanden wir wieder einen Wassercache, aus dem wir jedoch nichts brauchten. Was wir jedoch dringend brauchten, war die Sitzbank neben dem Wassercache. Wir hatten richtig Glück jedes Mal beim Frühstück. Das Wetter war ziemlich windig und wir waren ein bisschen angeschlagen. Kathi hatte Probleme mit ihrem Knie. Außerdem wurden wir Opfer des Fearmongerings auf Far Out. In einigen Kommentaren sprachen Wanderer davon, dass direkt am Weg der gefährliche Pudel-Dogbush steht. Diese Pflanze ist fast ausschließlich in Südkalifornien heimisch und hat einen besonders unangenehmen Nebeneffekt. Bei Kontakt mit der Haut kann sie starke allergische Reaktionen hervorrufen. Auch ohne den starken Wind war es teilweise schwierig genug, sich von dem Grünzeug am Wegesrand fernzuhalten. Also entschieden wir uns heute dafür, den Großteil der Strecke auf der parallel verlaufenden Dirt Road zurückzulegen. Wir hatten auch die Hoffnung, dass das etwas besser für unsere Knie war. Zumindest verkürzte sie unsere Tagesetappe merklich. Je weiter wir kamen, desto mehr merkten wir, dass wir die Wüste verließen und uns in die Berge aufmachten. Der Unterschied war sofort sichtbar. Statt der typischen Büsche gab es nun richtige Bäume und sogar richtig grünen Rasen. Man könnte fast von einem Wald sprechen. Michael. Das will niemand sehen. Fettes Kalk und drübersteigen. So, kannst du schön Musik drüber legen. Als wir wieder auf dem PCT zurückkehrten und unter dem Sawmill Camp entlang wanderten, tauchten wir in einen traumhaften Märchenwald ein, windgeschützt und ruhig. Doch bald kamen uns Wanderer entgegen, die uns vor einem starken Wind warnten. Ich dachte zu dem Zeitpunkt noch, naja, dann wartet mal auf der anderen Seite ab, aber sie hatten recht, es war viel schlimmer aus der Richtung, aus der sie kamen. Wieder einmal entschieden wir uns hier der Dirt Road zu folgen, statt direkt dem PCT weiterzugehen. Unser heutiges Ziel war der Bear Campground direkt am Wegesrand. Dort gab es zwar keine Annehmlichkeiten wie auf den Campingplätzen hierzulande, allerdings hatten wir zumindest einen windstillen Platz und eine Sitzbank. Das war schon mal viel wert. Natürlich haben wir noch jede Menge mehr erlebt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet, weil ich komme mit dem Bearbeiten einfach nicht hinterher. Ich kann euch aber beruhigen, ihr müsst euch jetzt nicht langweilen. Ich habe noch ganz viele andere Videos auf meinem Kanal. Zum Beispiel, wie ich mit Kathi den Camino Primitivo gewandert bin oder mit meinen Eltern die Tour du Mont Blanc.